Hallo und schön, dass du heute dabei bist. Ich hoffe, du hast einen ruhigen Moment für dich. Vielleicht mit einem Tee oder einfach mit einem kleinen Stück Zeit, das nur dir gehört. Ich merke selbst, dass diese Tage im Dezember eine besondere Stimmung haben. Es ist noch früh dunkel, die Luft ist ein bisschen kälter und alles fühlt sich ein bisschen leiser an. Manchmal denke ich, der Dezember spricht langsamer und wir hören ihm eher zu. In dieser Zeit beginnen viele Menschen in Deutschland mit dem Advent. Und ich finde es interessant, wie ernst sie ihn nehmen. Nicht streng, sondern ruhig. Fast so, als wäre Advent ein eigener kleiner Raum im Jahr. Ein Raum mit warmem Licht und einem anderen Rhythmus. Ich habe das zuerst gar nicht richtig verstanden, aber je länger ich hier lebe, desto deutlicher spüre ich, was damit gemeint ist. Die Tage werden kürzer und das bringt automatisch ein anderes Tempo. Man kommt nach Hause, macht das Licht nicht sofort an, sondern wartet einen Moment. Manche zünden direkt eine Kerze an, einfach so. Nicht für ein großes Ritual, sondern weil es gut tut. Das weiche Licht verändert die Stimmung im Zimmer. Alles wirkt langsamer, fast wie eine kleine Pause vom Alltag. Viele sagen, Advent sei Vorbereitung auf Weihnachten. Ich glaube, das stimmt, aber nur teilweise. Für viele ist es eher ein eigener Zustand. Kein Rennen, kein Planen. Mehr ein Gefühl von, ich darf jetzt langsamer werden. Es gibt sogar Menschen, die jeden Adventssonntag ganz bewusst stiller machen. Sie gehen spazieren oder bleiben zu Hause und hören Musik. Es sind keine großen Ereignisse, aber genau das macht es besonders. Ich habe bemerkt, wie stark diese kleinen Dinge wirken. Eine Kerze am Tisch, ein einfacher Duft von Tee oder Gebäck, ein ruhiger Nachmittag, an dem man nicht viel redet. Manchmal reicht das, um wieder ein bisschen Ordnung im Kopf zu spüren. Viele Menschen nutzen genau diese Momente, um sich zu sortieren. Nicht mit einem Plan, einfach mit einem Gefühl von Ruhe. In manchen Gegenden siehst du in der ersten Dezemberwoche direkt Veränderungen. Die Straßen wirken nicht so hektisch. Menschen stehen länger am Fenster eines kleinen Geschäfts. Sie sagen Hallo ein bisschen langsamer. Es gibt natürlich immer Orte, an denen Stress bleibt. Aber du merkst schnell, dass etwas in der Luft liegt. Eine Art gemeinsame Pause, ohne dass jemand darüber spricht. Was ich besonders spannend finde, dieses Bedürfnis nach kleinen Ritualen. Nicht religiös, nicht kompliziert. Nur eine wiederkehrende Handlung, die Sicherheit gibt. Eine Kerze am Sonntag. Ein kurzer Moment, bevor man das Licht einschaltet. Ein Tannenzweig auf dem Tisch. Solche Dinge haben eine Wirkung, auch wenn sie klein sind. Sie machen den Tag ein wenig fester. Als würden sie sagen, hier ist dein Platz. Hier darfst du bleiben. Ich kenne Menschen, die ihren Advent sehr schlicht gestalten. Keine Dekoration, kein großer Adventskranz, nur eine einzige Kerze. Und wenn sie anzünden, ist das genug. Andere haben klare Rituale, jeden Sonntag etwas anderes. Aber am Ende geht es allen um dasselbe. Ein Moment der Ruhe in einer Zeit, die oft laut wird. Wenn ich durch die Stadt gehe, sehe ich manchmal kleine Szenen. Ein Kind, das an einem beleuchteten Fenster stehen bleibt. Eine ältere Person, die sehr langsam einen Stern an die Tür hängt. Eine Nachbarin, die ihren Balkon schmückt, aber ohne Hast. Solche Bilder gehören für mich inzwischen zu Advent. Nicht spektakulär, aber warm. Und ich merke, dass diese kleinen Dinge helfen, den Dezember leichter zu machen. Die Dunkelheit wirkt nicht mehr schwer. Sie wird weich, weil sie mit Licht gefüllt wird. Nicht mit starkem Licht, sondern mit einem Licht, das nicht drängt. Eine Kerze zwingt dich nicht, etwas zu tun. Sie brennt einfach. Vielleicht ist genau das der Grund, warum Advent für viele Menschen so wichtig ist. Es gibt auch Gespräche auf Foren, in denen Leute schreiben, dass sie Advent brauchen, um den Winter auszuhalten. Nicht wegen Geschenken, sondern wegen der Struktur. Jede Woche bringt einen neuen Punkt zum Atmen. 4 Wochen, 4 kleine Anker. Und ich kann das gut verstehen. Wenn draußen alles grau ist und der Tag sehr kurz, tut es gut, wenn etwas verlässlich bleibt. Für manche ist Advent eine Art Pause von Erwartungen. Man muss nicht sofort alles schaffen. Man darf ein bisschen langsamer sprechen, ein bisschen mehr zuhören, ein bisschen öfter stehen bleiben. Und ich glaube, viele Menschen merken erst im Dezember, wie sehr ihnen das gefehlt hat. Nicht, weil der Rest des Jahres schlecht wäre, sondern weil niemand das ganze Jahr über so ruhig sein kann. Im Advent ist das erlaubt. Ich habe mich auch gefragt, warum gerade in Deutschland diese Zeit so eine besondere Rolle spielt. Und ich habe oft gelesen, dass Menschen hier Ordnung mögen. Nicht strenge Ordnung, sondern klare Momente. Advent passt dazu.
Er ist wie eine kleine Brücke zwischen dem alten Jahr und dem neuen. Und auf dieser Brücke geht man automatisch langsamer. Wenn ich an meine eigenen Adventstage denke, sehe ich oft kleine persönliche Traditionen. Nichts Großes. Vielleicht ein bestimmtes Getränk, das ich nur im Dezember mache. Ein Spaziergang in der frühen Dunkelheit. Ein Satz, den ich mir bewusst sage, heute mache ich langsam. Solche Kleinigkeiten geben dem Monat eine Form. Und manchmal frage ich mich, ob wir genau das brauchen. Kleine feste Punkte in einer Welt, die sich schnell bewegt. Keine großen Versprechen, keine großen Pläne. Nur ein stilles Licht und ein paar Minuten Frieden. Advent fühlt sich an wie ein kurzer Atemzug, der etwas länger dauern darf. Von hier aus geht der Gedanke ganz natürlich weiter zu den persönlichen kleinen Traditionen, die jeder hat und die dieser Zeit ihren Charakter geben. An einem Adventssonntag fühlt sich der Tag oft ein bisschen weicher an. Die Straßen sind ruhiger, die Wohnungen heller und schon am Morgen hat man das Gefühl, dass etwas Besonderes in der Luft liegt. Vielleicht, weil viele Menschen an diesem Tag nichts Neues starten, sondern einfach das genießen, was schon da ist. Man hört manchmal sogar weniger Autos, als würde die Welt selbst langsam werden und sagen, heute darf es still sein. In vielen Wohnungen steht ein Adventskranz. Er kann groß oder klein sein, gekauft oder selbst gemacht. Manche stellen nur ein einfaches Bündel Tannengrün auf den Tisch. Aber wenn die Kerze brennt, verändert sich die Stimmung sofort. Es ist ein kleiner, stiller Moment, der den ganzen Raum ruhiger macht. Ich kenne Leute, die sagen, eine Kerze sei das einzige Licht, das nicht fordert. Sie brennt nicht für eine Aufgabe, sie brennt nur für den Moment. Oft sitzen Menschen einfach da, mit einem Tee, mit leiser Musik. Manchmal braucht es gar nichts weiter, nur den Blick auf die Flamme. Dieses kleine Zittern des Lichts kann etwas im Inneren ordnen. Viele erzählen auf Foren, dass sie erst im Advent merken, wie gut ihnen solche Pausen tun. Nicht die große Pause im Urlaub, sondern die kleine, die man sich mitten im Alltag erlaubt. Ich mag diese einfachen Gesten. Ein Tee, der ein bisschen länger zieht. Eine Musik, die nicht laut sein muss. Ein Fenster, an dem man kurz stehen bleibt. Es sind keine großen Rituale, aber sie wirken. Vielleicht, weil sie sich wiederholen und dadurch stabil werden. In einem Jahr, das oft unruhig ist, geben solche Wiederholungen ein Gefühl von Halt. In Deutschland sind solche Rituale sehr beliebt. Nicht aus Tradition, sondern weil sie Struktur bringen. Menschen mögen Abläufe, die sich gut anfühlen und leicht wiederzuerkennen sind. Es gibt Sicherheit, wenn man weiß, was als nächstes kommt. Und Advent macht genau das. Jede Woche ein Moment, jede Woche ein Licht mehr. Nicht zur Kontrolle, sondern zur Orientierung. Viele haben auch einen Adventskalender. Nicht immer mit Schokolade. Manchmal ist es nur ein kleiner Zettel. Ein Satz für den Tag. Ein Minimoment. Ein Nutzer auf einem Forum schrieb einmal, er öffne die Türchen nicht, weil er etwas bekommen will, sondern weil er damit kurz anhält. Für ihn ist der Kalender ein kleines tägliches Stoppschild, das sagt, jetzt atme einmal durch. Diese Ansicht hat mir gefallen, weil sie zeigt, wie wenig man braucht, um den Tag anders beginnen zu lassen. Manchmal teilen Menschen diese Momente ganz spontan. Ein Kollege bringt Plätzchen mit. Eine Nachbarin stellt ein kleines Licht vor die Tür. Jemand erzählt im Bus, dass er gestern die erste Kerze angezündet hat. Es gibt kein großes Gespräch darüber, mehr ein leises Teilen. So, als hätten alle verstanden, dass es in dieser Zeit eher um Stimmung geht als um Worte. Ich erinnere mich an eine Szene im Café. Ein Mann saß allein an einem Tisch, trank langsam seinen Kaffee und schaute in eine kleine Papierlaterne, die dort stand. Er wirkte nicht traurig, nur ruhig. Und ich dachte, genau das ist Advent. Kein großes Glück, kein großes Drama, nur ein Moment, den man nicht stört. In dieser Ruhe liegt eine besondere Kraft. Aber gleichzeitig wächst draußen schon die Unruhe. Die Tage vor den Festen können laut werden. Die Städte werden voll, die Listen lang, die Gedanken schnell. Und genau hier beginnt der Kontrast. Innen Kerzenlicht, außen Trubel, innen Ritual, außen Tempo. Dieser Gegensatz macht den Advent so interessant. Er zeigt, dass Menschen beides brauchen. Die Stille, um sich zu sammeln, und die Bewegung, um das Jahr zu beenden. Manche sprechen darüber ganz offen, andere gar nicht. Aber alle spüren diesen Wechsel. Und vielleicht ist das gerade das Schöne, der Advent ist kein perfekter Zustand. Er ist ein langsamer Atemzug, bevor es draußen wieder lauter wird. Von hier aus ist es leicht weiterzudenken. Wie fühlt es sich an, wenn diese Ruhe plötzlich auf den Lärm der letzten Tage vor den Festen trifft?
Für viele fühlt sich das an wie ein kleiner innerer Kampf. Draußen blinkt und klingelt alles. Drinnen möchte man am liebsten sitzen bleiben und die Kerze noch nicht auspusten. Manche erzählen, dass sie in dieser Zeit oft zwischen zwei Stimmen im Kopf stehen. Die eine sagt, kauf noch dies, erledige noch das. Die andere sagt nur, setz dich hin, atme, schau kurz ins Licht. Vielleicht suchen Menschen gerade im Dezember so stark nach Ruhe, weil der Körper müde wird. Die Tage sind kurz, das Wetter ist schwer, viele Aufgaben sammeln sich am Ende des Jahres. Da merkt man schneller, was fehlt. Im Sommer geht vieles einfach mit, da ist es hell und leicht. Im Winter spürt man jede kleine Überforderung deutlicher. Und genau dort trifft der Advent diese Lücke. Er bietet nichts Großes an, nur langsame Stunden. Aber genau die braucht man, wenn alles andere schneller wird. Kerzen und kleine Rituale helfen, diesen dunklen Abschnitt nicht nur zu ertragen, sondern weicher zu machen. Es ist ein Unterschied, ob man abends im grellen Licht auf den Bildschirm schaut oder ob daneben eine Flamme brennt. Die Gedanken werden nicht sofort besser, aber sie ordnen sich ein bisschen. Viele sagen, sie denken anders, wenn der Raum nicht ganz hell ist. Weniger hart, weniger laut. Auch Fehler oder Sorgen sehen plötzlich nicht mehr so riesig aus. Sie sind noch da, aber sie schreien nicht mehr. Wenn man sich Zeit nimmt, passiert im Kopf etwas, das sonst keinen Platz findet. Es tauchen Gedanken auf, die man im Alltag wegschiebt. Eine Idee, die man schon lange hat. Eine Erinnerung, die warm ist. Oder auch eine Frage, die unangenehm ist, aber ehrlich. In der Stille kann man sie überhaupt erst hören. Ohne Musik, ohne Nachrichten. Nur mit diesem kleinen Hintergrund aus Licht und Ruhe. Viele schreiben in Kommentaren, dass sie gerade im Advent merken, was sie im neuen Jahr anders machen wollen. Nicht, weil sie Ziele planen, sondern weil sie endlich hören, was ihnen gut tut und was nicht. Was ich schön finde, diese ruhigen Momente sind oft nicht nur privat. Gemeinsame Rituale verbinden Menschen, auch wenn niemand darüber redet. Wenn in einem Haus an einem Abend viele Fenster gleichzeitig warm leuchten, entsteht ein Gefühl von Gemeinschaft, selbst wenn man niemanden persönlich kennt. Man weiß einfach, da sitzt auch jemand, vielleicht mit einem Tee, vielleicht mit ähnlichen Gedanken. Das schafft Nähe, ohne dass man sich erklären muss. Auch in Familien oder Wohngemeinschaften sieht man das. Jemand zündet die Kerze an, ein anderer stellt die Tasse hin, jemand legt leise Musik auf. Es ist selten perfekt. Manchmal fällt etwas runter, manchmal ist jemand gestresst. Aber der Moment gehört trotzdem allen. Man muss nicht darüber sprechen, wie wichtig es ist. Man erlebt es einfach zusammen. Und später erinnert man sich oft genau an diese kleinen Abende, nicht an die großen Veranstaltungen. Selbst ein Adventskalender kann so ein leiser Treffpunkt sein. Wenn man morgens gemeinsam ein Türchen öffnet oder abends kurz fragt, was war heute drin? Es geht dann nicht um den Inhalt, sondern um den Kontakt. Ein winziger Augenblick, in dem alle das Gleiche tun. Auf Foren schreiben viele, dass sie solche Gewohnheiten gerade in schweren Jahren besonders gebraucht haben. Nicht, weil der Advent alles löst, sondern weil er den Tag ein wenig tragbarer macht. Natürlich mag nicht jeder Kerzen und Kränze. Und das muss auch nicht sein. Die Idee dahinter lässt sich leicht anpassen. Man kann sich zum Beispiel jeden Abend einen kurzen Moment gönnen, in dem man das Handy weglegt und nur aus dem Fenster schaut. Oder man setzt sich morgens für ein paar Atemzüge auf die Bettkante, bevor der Tag startet. Wichtig ist nicht, wie es aussieht, sondern dass es sich nach einer kleinen Insel anfühlt. Etwas Festes, das bleibt, auch wenn alles andere sich ändert. Wenn du selbst keine Tradition hast, kann der Advent ein guter Zeitpunkt sein, eine ganz einfache zu erfinden. Vielleicht ein bestimmtes Getränk, das du nur in dieser Zeit machst. Oder ein Satz, den du dir leise sagst, bevor du das Haus verlässt. So etwas kann überraschend stark wirken, weil der Körper sich daran erinnert. Sobald du es tust, weiß er, jetzt darf es ruhiger werden. Ich glaube, viele Menschen nehmen Advent deshalb so ernst, weil er ihnen erlaubt, ernst mit sich selbst zu sein. Nicht streng, eher ehrlich. Man spürt deutlicher, was man braucht und traut sich eher, es zu schützen. Ein freier Abend wird nicht sofort mit Terminen gefüllt, sondern bleibt frei. Eine Einladung darf man auch einmal freundlich ablehnen, weil man merkt, heute brauche ich wirklich Ruhe. Das ist kein Egoismus, das ist eine Form von Pflege. Wenn man diese Haltung mit ins neue Jahr nimmt, bleibt oft etwas davon hängen. Vielleicht nur eine kleine Gewohnheit, die man weiterführt. Eine Kerze beim Abendessen auch im Januar.
Ein ruhiger Spaziergang ohne Kopfhörer. Ein Adventskalender wird dann zu einem anderen Ritual, zum Beispiel zu einer Liste mit kleinen Fragen, die man sich immer wieder stellt. Was hat mir heute gut getan? Wofür war ich dankbar? Das muss niemand sehen, das reicht, wenn man es selbst weiß. Am Ende kann jeder aus dieser Zeit etwas anderes mitnehmen. Manche lieben die volle Dekoration und die Märkte, andere mögen nur die stillen Stunden zu Hause. Wieder andere nutzen den Advent, um aufzuräumen, innerlich oder äußerlich. Es gibt kein richtig oder falsch. Wichtig ist nur, dass man merkt, dass diese Wochen ein Angebot sind. Ein Angebot, langsamer zu werden, auch wenn die Welt lauter wird. Wenn du möchtest, kannst du nach diesem Podcast überlegen, ob es in deinem Alltag schon so einen kleinen Adventmoment gibt. Etwas, das dir gut tut und sich nicht nach Pflicht anfühlt. Wenn dir nichts einfällt, ist das auch in Ordnung. Vielleicht kommt die Idee später, beim Abwasch oder auf dem Weg zur Arbeit. Solche Sachen tauchen oft genau dann auf, wenn man sie nicht sucht. Damit sind wir für heute am Ende. Wenn dir diese ruhigen Gedanken gefallen haben, freue ich mich, wenn du den Kanal abonnierst, falls du das noch nicht gemacht hast. Ein Daumen nach oben hilft sehr, damit mehr Menschen diese Art von langsamem Deutsch finden können. Und schreib gerne in die Kommentare, welche Themen dich interessieren oder welche Fragen du rund um Sprache, Alltag und diese Jahreszeit hast. Dann können die nächsten Folgen genau daraus entstehen.